Das ist natürlich ein Vorteil auch, den man hier nicht vergessen darf. Es gibt so schlimme Bilder, Videos, es gibt die ganzen Netflix-Dokus, es gibt die ganzen, ein gut qualitatives Stück Fleisch viel besser schmeckt als das billig produzierte Fleisch aus dem Supermarkt. Warum? Was habe ich denn davon? Erstens, du hast was Gutes getan für jemand anderen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Hast du dich jemals gefragt, warum Fleisch so günstig ist? Schon so günstig, dass es fast zu schön ist, um wahr zu sein? Der verlockende Preis hat oft einen hohen Preis, aber wir bezahlen nicht sofort. Was steckt hinter den knallroten Angeboten, die uns im Supermarkt so anlächeln? Und welche Folgen hat es für unsere Umwelt, für unsere Gesundheit und für das Tierwohl? Billiges Fleisch und Wurstwaren sind oft voller Probleme. Minderwertige Zutaten, ungesunde Zusatzstoffe und die traurige Wahrheit über die Bedingungen, unter denen sie produziert werden. In diesem Video zeige ich dir, warum diese Produkte dir und der Welt nicht gut tun und welche Alternative es dazu gibt. Lass uns gemeinsam aufdecken, was wirklich hinter diesem billigen Fleisch steckt und wie du mit diesen kleinen Veränderungen groß bewirken kannst. Bleib dran, dein Körper und die Welt wird es dir danken. Schauen wir uns als erstes die Bauern an, bzw. die produzierenden Menschen, die darunter leiden. Denn hier sind wenige große Konzerne, die Millionen von Tieren unterhalten, und diese Millionen von Tiere werden einfach geschlachtet, die werden in Massenproduktion hergestellt, und darunter müssen die armen Bauern bzw. die Menschen, die eigentlich kein großer Konzern sind, sondern auch nur eine Familie im Hintergrund haben, die sie ernähren möchten, die leiden darunter. Die verdienen weniger Geld oder machen sogar Minus damit, obwohl sie ihrer Familie was bieten könnten. Aber ihr füttert die großen Konzerne, die so oder so schon Millionen und Milliarden dadurch verdienen, nicht an eurer Gesundheit interessiert sind, nicht an den Bauern interessiert sind, sondern nur am Profit und Umsatz. Ich habe es kurz angeschnitten, das Tierwohl. Masttierhaltung mit schlechten Bedingungen. Es gibt so schlimme Bilder, Videos, es gibt die ganzen Netflix-Dokus, es gibt die ganzen Proteste, die Veganer, die hier so viel Arbeit leisten, um das Ganze populärer zu machen. Und nur weil man einen Film geschaut hat oder irgendwie was hier mal ausprobiert hat, der wird keinen großen Impact haben. Wir zusammen haben eine Macht. Wir zusammen sind stark und können dieses Tierleid, dieses unnötige Tierleid beenden. Bedeutet, geht zu eurem Bauern um die Ecke, ihr unterstützt eine Familie, ihr ernährt Kinder, ihr kriegt Qualität. Das heißt, diese minderwertigen Produkte von diesen riesigen Farmen, wo Millionen von Tieren sind, die dürft ihr nicht mehr unterstützen. Im besten Fall geht ihr einfach zu eurem Bauern und holt da was, tut ihm was Gutes, tut euch was Gutes, tut der Welt was Gutes und alle sind zufrieden, und so lösen wir das Problem. Und auch wenn es ein paar Euro mehr kostet, tut ihr allen was Gutes und jeder wird es euch danken, und am Ende des Tages tut ihr nicht nur den anderen was Gutes, denn hier könnte man auch egoistisch sein und denken, was habe ich denn davon? Erstens, du hast was Gutes getan für jemand anderen, ohne viel mehr oder weniger getan zu haben dafür. Aber noch wichtiger ist, wenn du jetzt noch egoistisch denkst, könntest du sagen, beziehungsweise ist dein Vorteil, dass die Gesundheit, die sehr, sehr wichtig ist, du hast nur eine Gesundheit, hier auch an vorderster Front steht. Denn in diesen billig produzierten Produkten sind zum Beispiel so viele Salzmengen, und wir reden nicht vom guten Salz. Wir reden vom dem billigsten Salz, was es überhaupt gibt. Ich weiß nicht, im Laden kostet sogar eine Packung 15, 30 Cent. Das ist unter aller Sau, wenn ich schon so sagen darf. Dieses Salz ist sogar noch eine Beleidigung für deine Gesundheit, für deinen Körper. Abgesehen von diesem Salz sind da noch Rückstände von Antibiotika drin und Hormonen. Ja, in diesen Massentierhaltungen muss man auf jeden Fall viel mehr Hormone spritzen, viel mehr Hormone in Tablettenform den Tieren geben, die ihr am Ende des Tages in eurem Essen habt. Das ist doch widerlich, wenn ihr solche Sachen in eurem Essen habt und euer eigenes Immunsystem darunter noch leidet und ihr dann emotional werdet, aggressiv werdet, Probleme bekommt mit eurer Psyche, wegen solchen Hormonen, die ihr über die Nahrung manchmal aufnimmt. Ich glaube auch, dass
ein gut qualitatives Stück Fleisch viel besser schmeckt als das billig produzierte Fleisch aus dem Supermarkt. Warum? Das Produkt hat viel mehr Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, bedeutet, es sättigt dich viel mehr. Du isst weniger davon, beziehungsweise du brauchst weniger davon, ja. Das ist ein Weltenunterschied von dem billigen zu dem gut qualitativen Produkt, ja. Das sind Welten, nicht nur von den Zusatzstoffen, Inhaltsstoffen, sondern auch von dem Nährstoffspektrum, was euch da gegeben wird. Das kriegt ihr im Laden nicht. Dort bekommt das Tier wahrscheinlich viel mehr Gras, als es im Stall in irgendein 1 Quadratmeter, 2 Quadratmeter, dort bekommt es auf jeden Fall viel mehr Gras als bei der billigen Alternative. Das kommt eurer Herzgesundheit zugute, denn Omega-3 ist sehr gut für das Herz, denn das fehlt uns heutzutage einfach. Denn überall ist Omega-6 drin. Bedeutet auch hier ein Punkt für die gute Qualität. Yes! Was sind jetzt die Alternativen, wie ihr hier aus der Masse herausstechen könnt und gutes Fleisch bekommen könnt? Richtig, ganz einfach. Entweder geht zu eurem Bauern und holt euch hier ein gutes, frisches Stück Fleisch, wo ihr wisst, es wurde gut behandelt irgendwo, es hatte Auslauf, es hat Gras bekommen. Wait a minute. Das ist die Alternative für bessere Nachhaltigkeit, also Fairtrade, ja, bedeutet die armen Arbeiter, die wahrscheinlich für Hungerlöhne arbeiten woanders, in diesen Massentierhaltungen. Dort unterstützt halt Familie, das ist die Alternative. Ihr tut halt leider damit was Gutes. Sorry, so. It sucks playing the shit and I'm addicted! Das ist halt leider so. Ihr tut halt damit was Gutes. Natürlich könnt ihr auch hier auf pflanzliche Alternativen zurückgreifen. Wenn ihr Vegetarier oder Veganer seid, dann ist es auch okay, denn ihr habt damit keine Probleme. Das ist natürlich ein Vorteil auch, den man hier nicht vergessen darf. Was die Umwelt angeht, den CO2-Ausstoß, ist natürlich hier die pflanzliche Alternative bzw. die vegetarische Alternative auch ein guter Kritikpunkt, wo man hier sagen kann, hey, man isst doch einfach kein Fleisch und schon hat man hier der Umwelt auch noch was Gutes getan. Ist auch ein wunderbarer Punkt, den man hier noch wunderbar ergänzen kann. Das war das Thema Fleisch erstmal hier kurz und knapp. Ich hoffe, ihr konntet was daraus ziehen. Überlegt gut, ob ihr die Wurst aus dem Edeka, aus dem Lidl, aus welchem Laden auch immer nimmt oder ob ihr zu den Bauern um die Ecke geht. Genauso wie der ganzen Welt. Alles wird zu euch zurückkommen. Ich glaube an Karma und deswegen möchte ich auch, dass du eine gute Gesundheit pflegst und dass deine Familie und dass jeder von euch einfach nur gesund ist und glücklich. Ich hoffe, dein Traum und dein Ziel geht in Erfüllung. Bis zum nächsten Mal.